Wir haben Post gekriegt von All Powers. Und da machen wir jetzt mal ein Unboxing. Tadam. Zwar ist das die All Powers APS 300 Portable Power Station. Lithium-Batterie mit 288 Wattstunden. Relativ klein. 300 Watt Leistung, Spitzenleistung 500 Watt. Wollen wir mal gucken. Das gute Stück mal auspacken. Ja. Ich vermute mal Kabel drin. Bedienungsanleitung. Ja, gut verpackt. Schon mal der erste Pluspunkt. Ja, sehr gut verpackt. Lieferung war übrigens auch extrem schnell. Super schnell. Also das wird direkt, wenn man direkt bei All Powers bestellt, wird das direkt aus China versendet. Zumindest dieses Teil wurde direkt aus China versendet und war, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen hier, ne? Ja. Aus Shenzhen, China. Schneller als wirklich erwartet. Super schnell. Oh, die ist aber auch wirklich sehr handlich. Sehr gut. Bin ich auch mal gespannt. Jetzt packen wir mal alles weg hier. Gucken wir uns das gute Stück mal an. Bedienungsanleitung. Gucken wir hier mal rein, was in der Tasche ist. Okay. Netzladegerät wahrscheinlich. Ja, auch der richtige Stecker dran. Sehr gut. Input kommt wahrscheinlich hier an der Seite dran. Schön hier mit dem Täschchen verpackt. So schwer ist das Ding jetzt gar nicht. Steckdose. Das andere demnach auch nochmal, ne? Ja, 2 Steckdosen. Und damit kann man Licht machen. Ja, wahrscheinlich Licht. Ich weiß gar nicht. Ja, wie gesagt, das Ding ist ja jetzt komplett erst einmal ausgepackt. Ich weiß gar nicht, wo man es einschaltet. Noch ein Paket bekommen. Auch von All Powers. Von All Powers. Was ist da drin? Wer hätte das gedacht? So ein großes Paket. Was könnte das sein? So groß? Ui, was ist das denn? Ein Solarpanel. Passend zur Powerstation. Oh. Aha. Ah ja. Auf der Rückseite sind auch, oder ist auch eine Tasche. Ich denke mal, dass hier die ganzen Anschlusskabel drin sind. Oh ja. Macht aber schon mal sehr ordentlichen Eindruck hier mit der Tasche und so. Sehr gut. Testen wir natürlich alles. Okay, erster Eindruck ist schon mal sehr positiv. Ist sehr positiv. Vor allen Dingen auch sehr, Handlich. sehr schmal, ne? Mhm. Kann man schnell irgendwo verstauen, hinterm Sitz. Garage. Das Bett. Kleiderschrank verstecken. Ist auch nicht sehr schwer. Fühlt sich auch sehr ordentlich an vom Material. Sehr schön. Also sieht jetzt auch wirklich nicht billig aus oder so. Nee. Ja, perfekt ist das Gerät auch. Zum Beispiel jetzt bei uns hier, wir haben so eine Außenterrasse noch so neben dem Haus, wo wir jetzt nicht unbedingt Strom haben und dann kann man hier, dass ich locker hier mal seinen Router aufladen, weil das WLAN hier zum Beispiel auch nicht vom Haus hier ganz herreicht, haben wir so einen mobilen Router, der auch im Wohnmobil ist. Oder mein iPad könnte ich jetzt hier anschließen, das geht alles wunderbar. Kann ich wunderbar aufladen. Und was auch wunderbar funktioniert, zum Beispiel das MacBook, kann man mit aufladen. Hat auch genug Power dafür, unterwegs oder jetzt hier im Garten aufzuladen. Frei von jeder Steckdose. Und wenn die Sonne jetzt natürlich so scheint, könnte man natürlich unsere Solarpanels hier noch gleich aufstellen. Und nebenbei natürlich die Station auch wieder aufladen. Hin und wieder muss ja auch mal geladen werden. Von nichts kommt nichts. Hier hinten sind die Kabel drin in der Tasche. Super verstaut. Jetzt haben wir ein zweites Anschlusskabel. Man könnte das jetzt hier mit den Steckern zum Beispiel direkt an Wohnmobil anschließen. Ein Solarregler mit den Steckern. Machen wir wieder ein bisschen zu. Gucken, hier ist was. Hier hinter sind Füße.
per Klett. Hier kann man es aufladen. Einmal für den Solarstecker, einmal ein Stecker für das Netzteil, was beiliegt. Und dann hat man hier noch für den Zeltenanzünderanschluss, den man hier reinstecken kann. Ist aber ein Output, auch 12 Volt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen Staubsauger hat oder sowas, was man aufladen möchte oder betreiben möchte, so einen Autostaubsauger kann man hier anschließen. Wir wollen jetzt aber aufladen. Dafür muss man natürlich den Stecker hier reinstecken. Und dann sieht man auch schon, wenn man es denn sieht, dass es langsam anfängt. 51% und lädt momentan mit 29 Watt. 29 Watt, drehen wir noch ein Stückchen weiter zur Sonne wieder. Die Sonne ist ja wieder ein Stückchen weiter gewandert. Weißt du ungefähr, wie lange es jetzt geladen hat? Bisher Ja. Wann haben wir angefangen? 1,5 Stunden. Okay. Ja, Und in der Zeit ungefähr 30%? ja 30% bisher. Mhm. Ja. Aber es war halt auch nicht ganz optimal ausgerichtet und ein kleines bisschen Schatten ist draufgefallen. Okay. Und wenn jetzt die Sonne richtig volles Brett drauf, habe ich schon gesehen, das war über 70%. Also über 70 Watt lädt die. 100 Watt ist das Ding. Und ich glaube 79 oder sowas hatten wir schon mal. So, wir haben wieder unsere Außenterrasse bezogen. Brauchen unseren Außenrouter, weil wir nicht genug Empfang hier haben. Und der ist aktuell nicht geladen. Habe ich meine Allpowers mit rausgebracht. Muss hier einmal auf DC schalten. Es wird geladen. Wenn man jetzt draußen auf der Terrasse sitzt und möchte mit einem MacBook arbeiten, dann kann man das auch direkt mit USB-C anschließen. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel jetzt gerade mit 92, 93 Watt sogar geladen wird, weil die USB-C-Steckdose hat, glaube ich, bis 100 Watt, laut Aussage vom Allpowers. 96 sogar, also das geht auch wirklich fix, das Laden denn. Und hat den Vorteil gegenüber dem Original Apple-Teil, Apple-Netzgerät, was beilag, das hat 67 Watt. Da stecke ich gleich mal rein. Starte nochmal 230 Volt ein. Und wie man sieht, lädt das jetzt nur 72. 67 soll es eigentlich, 73. Inwiefern die Aussagen da jetzt so genau stimmen, weiß ich nicht genau. Aber man sieht ja, das ist schon deutlich langsamer, 20 Watt weniger. Und wenn man mit 230 Volt lädt, hat man diesen Lüfter, der praktisch ja auch bei 230 Volt immer mitläuft. Und bei USB-C natürlich nicht. Das sind leiser und also hat schon seinen Vorteil, dass man das praktisch direkt anschließen kann. Erstmal braucht man das Netzteil nicht immer mitnehmen und die Geräusche sind halt weg. Ganz praktisch sind noch 2 eingebaute LED-Lampen. Zum Beispiel mal Reifen wechseln muss an der Straße oder sonstiges, irgendwie was am Camper, am Auto oder draußen beim Camping, wenn man mal Licht braucht, um Sachen wegzuräumen oder irgendwie was, seine Klamotten, Stühle, Tische. Na, schön hell. Ja. 2 Lampen insgesamt, ne? Genau, oder auch nur eine. Reicht eigentlich auch schon. Aufgeladen werden kann die Powerstation natürlich auch mit dem mitgelieferten Netzteil. Und wie man sieht, lädt er dann mit 62 Watt. Und als wir die Powerstation neu hatten, haben wir das natürlich auch gleich mit dem Netzteil gemacht. Das ging auch recht zügig. Ich denke 2-3 Stunden, wie lange war es? So in etwa, ja. So in etwa. Und meist haben wir aber tatsächlich die Powerstation über Solar aufgeladen. Und die war nie ganz leer, sondern irgendwie so vielleicht in 40% oder so. Und dann sind 2-3 Stunden später war es dann voll. Und Solar war dann immer so bei 70 Watt, 72, 75 Watt. Also so höchstens bis 80. Die 100 Watt haben wir nicht erreicht. Aber es liegt auch dran, das war dann schon August, September, dass die Sonne dann irgendwie komisch stand. Oder manchmal war es teilverschattet, das Solarpanel. Aber es funktioniert also wirklich sehr gut. Wenn man jetzt unterwegs ist mit einem Wohnmobil oder draußen im Garten, ruckzuck kann man es damit nachladen. Und insgesamt soll es mit Solar wohl 4,5 bis 5 Stunden dauern. Hier oben auf der Powerstation ist ein Wireless-Ladepad, wo man zum Beispiel jetzt sein iPhone aufladen kann. Was wir aber festgestellt haben, wenn man es jetzt gerade drauflegt, dann funktioniert gar nichts. Erst haben wir gedacht, Mensch, ist das irgendwie defekt? Und bei uns ist es tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig rum, dass man es praktisch hinten abschließen muss. Ja, Zack. sieht man, dass es lädt. Und schon lädt es. Und es hat jetzt auch nichts hier mit unseren Dings. Wir haben hier so eine Original Apple Case, was ja auch die Ladespule da weitermacht. Damit hat das nichts zu tun, auch wenn man es ohne drauflegen würde. Es geht immer nur in dieser Position. Jetzt sieht man, dass es lädt, ist ja grün. Sobald ich es jetzt aber mal so ein bisschen verschiebe, dann hört es auf zu laden. Vielleicht liegt es genau daran, dass hier drunter die Induktionsspule ist. Und wenn man es aber weiß, ist das kein Thema, dann kann man auch sein Handy hier so kabellos aufladen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Hier auf der linken Seite, wenn man hier gedrückt hält, dann hat man noch eine Bluetooth-Verbindung. Da kann man sein Smartphone oder sein Tablet mit verbinden. Und dann gibt es auch eine App von Allpowers, wo man dann halt auch sehen kann, wenn man jetzt auflädt. Zum Beispiel jetzt haben wir wieder das Netzteil angeschlossen, mit wie viel Watt geladen wird. Oder wenn Solar angeschlossen ist. Oder wenn man jetzt USB-C-Anschluss irgendwie sein iPad anschließt, mit wie viel das iPad denn geladen wird. Das kann man dann hier drüber machen. Drücken, schaltet man es wieder aus. Sieht man auch im Display, ist das Bluetooth-Zeichen wieder weg. Jetzt haben wir DC eingeschaltet, das heißt, jetzt sind diese USB-Anschlüsse auf der Seite alle aktiv. Da hat man einen USB-C-Anschluss. Über den USB-C-Anschluss kann man auch das ganze Gerät aufladen. Ist auch ganz interessant, zum Beispiel jetzt mit einem Steckernetzgerät, zum Beispiel vom iPad, bis zu 60 Watt kann man hier aufladen. Das Interessanteste ist natürlich der USB-C-Ausgang. Das heißt, man kann bis 100 Watt den Ausgang benutzen, also für MacBook laden und so, super. Das haben wir ja schon gezeigt draußen im Garten. Daneben noch 3 USB-A-Anschlüsse, die haben 3 Ampere. Aber wenn man jetzt mehrere nutzt, dann zusammen, glaube ich, 7 Ampere oder 7,2 Ampere. Und noch DC-Output, das ist 12 Volt, Ausgänge. Ja, weiß ich gar nicht so genau, was man da anschließen kann. Auf jeden Fall hat man die. Auf der anderen Seite ist nochmal der Solaranschluss. Jetzt ist hier der Eingang für das normale Netzteil. Hier ist der Eingang für Solar. Und hier hat man nochmal den Zigarettenanzünderanschluss. Da kann man halt Sachen anschließen mit Zigarettenanzünder. Kann man wohl auch aufladen. Also so ein Kabel jetzt für Zigarettenanzünder zum Aufladen, sowas haben wir nicht, aber steht auch als Eingang drin. Wenn man jetzt die Powerstation nimmt und nur mal aufs Display gucken will, dann reicht hier ein Tastendruck, dann geht das Display an. Da kann man sehen, was noch für Kapazität ist. Und dann, wie schon mal gezeigt, ist ja hier DC. Da hat man dann die USB-Anschlüsse an der Seite mit unter Strom oder hier oben die Wireless-Ladeplatte sozusagen, wo man sein iPhone laden kann und andere Wireless-Geräte. Und ein Tastendruck ist wieder ausgeschaltet. Wenn man jetzt hier oben die Steckdosen benutzen möchte, dann drückt man hier auf AC, muss man länger gedrückt halten, bis es piept. Dann hört man auch, dass der Ventilator angeht. Das heißt, innen drin dieser Wechselrichter, der muss dann gekühlt werden. Die Steckdosen haben bis zu 300 Watt, in der Spitze bis 500 Watt. Und 2 Stück. Sind auch gut geschützt mit so einer Gummiklappe. Und ja, da kann man, Mixer anschließen, habe ich schon ausprobiert. Wenn man jetzt unterwegs mal Pfannkuchen machen will zum Beispiel oder irgendwas, ja, Camping zum Beispiel hier draußen oder so, ich mache mir jetzt einen Pfannkuchen oder so, kann man Mixer ausprobieren. Wenn man denn, Mixer? Hat ja, der nicht mehr als 300 Watt? Nein, hat er nicht. Ah, ich bin erstaunt. Also zumindest hat der Mixer hiermit funktioniert. Ich habe das ausprobiert. Okay. Was aber jetzt der Oberhammer ist, das zeigt Kerstin euch gleich, unsere Massagematte, die wir so für unterwegs haben, die hatten wir dann auch im Wohnmobil schon dabei oder so, die funktioniert damit auch, selbst mit der Wärmeleistung. Wir haben jetzt noch nicht rausgefunden, was die Massagematte für eine Leistung nimmt, aber das werden wir gleich mal sehen. Wir schließen das gleich mal an. Die Massagematte und Wärmematte haben wir jetzt mal draußen auf der Bank gelegt. Zack. Ah, jetzt, ich wollte gerade sagen, verbraucht gar nichts. Jetzt geht's aber los. 10 Watt, du hast auch Wärme angemacht? Ja, Wärme habe ich auch. Das ist unglaublich. Ich dachte, sowas sieht mehr. Ja, ich würde es gerne zeigen, wie es denn da rumtüdelt, aber das sieht man halt nicht. Das muss man halt glauben, dass das jetzt gerade an ist. Aber es geht. Wie cool ist das denn bitte beim Camping? Schön hier Massagedings mitnehmen und dann... Oder beim Picknick. Beim Picknick oder man setzt sich irgendwo unterwegs an See und dann... Andere würden jetzt ihre Kühlbox anschließen, eine Kühlbox und dann hier ein paar Bierchen mitnehmen und so. Wir nehmen halt unsere Massagematte mit. Also im Alter ändert man halt die Prioritäten. Dann trinkt man ein warmes Bier und nimmt eine Massagematte, aber... Ja, wir haben auch gar keine Kühlbox, die wir da anschließen können an das Gerät. Aber wie gesagt, das funktioniert wirklich einwandfrei. Also Leute, ich konnte es ja nicht lassen. Und zwar, Kerstin hatte gefragt, ob unser anderer Mixer da auch funktioniert. Sie meinte unseren Smoothie-Mixer. Das heißt, das Massagegerät ist immer noch angeschlossen und ich habe einen Smoothie-Mixer mal geholt. Ich gebe zu, ich habe es vorher schon mal probiert und es geht tatsächlich. Achtung. Also
Also man könnte sich praktisch draußen beim Camping hinsetzen, sich massieren lassen, mit Wärme im Rücken und noch einen Smoothie zubereiten. Wie geil ist das, bitteschön? Ich würde aber keine Garantie dafür übernehmen, dass das wirklich dauerhaft funktioniert. Also zumindest mit unseren AEG-Smoothie-Mixer funktioniert. Und Olli, unser Fazit? Ja, unser Fazit, wir sind sehr zufrieden eigentlich, ne? Wir haben also nie mit gerechnet, dass wir so ein Gerät jemals brauchen würden oder benutzen würden und haben uns jetzt dabei ertappt, dass wir eigentlich das zu Hause am meisten benutzen und wirklich jetzt draußen im Garten auf der Holzterrasse, ne? iPad aufladen, nicht mehr reinlaufen von wegen, oh, iPad hat nur noch 10%, sondern dann haben wir das Gerät rausgeholt, haben alles angeschlossen, ne? Und ich denke mal, wir nehmen es jetzt mit in den Urlaub und dann wird das mal so richtig getestet unterwegs. Und das ist wirklich total klein, das Gerät. Das ist relativ leicht und Handlich. Wir könnten es theoretisch in einer Fahrradanhängertasche mitnehmen. ja, Ob wir das jetzt wirklich brauchen, weiß ich immer noch nicht. Aber wer viel filmt oder viel Drohnenaufnahmen oder sonst wie was macht, dass man zwischendurch mal aufladen ja, kann. genau. Kameraakkus, Drohnenakkus und funktioniert halt alles super. Und das Gute ist wirklich USB-C mit 100 Watt oder so, dass man sein MacBook damit aufladen kann. Was ich, wer jetzt unterwegs hier Office macht und dann draußen irgendwo schön sitzt und das machen kann von der Arbeit aus und muss dann nicht schnell an eine Steckdose laufen oder irgendwas, dann nimmt so ein Gerät mit hier und das reicht also dicker aus, um das einmal, zweimal aufzuladen, je nachdem, und funktioniert wirklich super. Super, ja. Ja, wir sind begeistert, wir können es empfehlen Ja. und preismäßig ist das halt wirklich ein Schnäppchen. Wir werden jetzt auf jeden Fall unser kleines, tragbares Kraftwerk auch nutzen. Ja, genau. Also Daumen nach oben, oder? Und falls ihr euch jetzt für dieses Gerät interessiert, wir setzen euch einen Link zur Bestellung unten in die Infobox, direkt bei Allpowers. Versand erfolgt übrigens aus Deutschland. Und wir sagen an dieser Stelle herzlichen Dank an Allpowers für das Vertrauen, was in uns gesetzt wurde. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir dieses kleine Gerät testen durften.